Willkommen in Abisko, einem der nördlichsten Nationalparks Schwedens. Mit 68 Grad Nord befinden wir uns etwa 200 Kilometer nördlich des Polarkreises. Letzten Sommer habe ich diese Gegend erkundet, um herauszufinden, wo man sich im Winter einigermaßen sicher bewegen kann. Diesen Winter habe ich 3 Freunde mitgebracht, um die Schönheit des polaren Winters und die Wildheit der arktischen Tundra zu erleben. Willkommen im Süden der Arktis. Im Februar 2023 haben wir uns auf die 2500 Kilometer lange Reise mit dem Zug in den Polarkreis begeben, um uns einen lang gehegten Traum zu erfüllen. Einmal im Leben die Polarlichter sehen. Die reine Fahrzeit in den Zügen betrug knapp 36 Stunden. Wie wir das geschafft haben? Mit viel Kaffee und einem unschlagbaren Team. Wer wir sind? Wir sind Kinga, aka Lady Aurora. Ich habe sogar Nägel in Polarlichter. Sören, der Schweigsame. Anton, unser Spaßbeauftragter. Scheiße, das funktioniert nicht. Und meine Wenigkeit. You. Motion. Media. Krasser Reiseleiter. Ja, Peter reicht. Unser erster Halt war Stockholm. Angekommen haben wir uns erst einmal mit einem Kaffee gestärkt. Besonders sympathisch war uns dieser kleine Besucher. Im Anschluss haben wir unsere Sightseeing-Tour zum Geocachen genutzt. Der erste Geocache sollte sich irgendwo in dieser Gasse in der Nähe der kleinen Tür befinden. Der Hinweis war Scharnier. Und es gab in der App sogar ein Bild von dem Cache. Also suchten wir die Gegend ab und werden fündig? Vielleicht ist das der wirklich gewesen. Okay, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es sich bei diesem Gegenstand nicht um den Cache handelt und tun jetzt bitte alle so, als ob wir das nicht gesehen hätten. Also, lassen wir den ersten Cache ungefunden zurück. Der zweite wird bestimmt einfacher zu finden sein. Der Hinweis klingt ein wenig wie ein Rätsel. Bewege ihn horizontal, um ihn in eine bessere Position zu bringen. Also versuchen wir alles irgendwie zu bewegen, um auf die Lösung des Rätsels zu stoßen. Ob das alles so richtig ist und von dem Platzierer des Caches geplant war, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Fakt ist jedoch, dass wir erneut unverrichteter Dinge weiterziehen mussten. Weiter ging's zum Monteliuswägen, wo wir uns einige Minuten zum Fotografieren genommen haben. Von hier hat man einen tollen Blick zum Gamla Stan. Ich kann mir vorstellen, dass dies ein toller Spot zur blauen Stunde ist. Aber leider konnten wir nicht bleiben, da wir vorher unser Gepäck aus dem Hotel holen mussten. Und so ging es dann weiter zu unserem dritten Geocache. Ich glaube, ich brauche nicht extra erwähnen, dass wir den Cache erneut nicht finden konnten. Wir sind echt die schlechtesten Geocacher der Welt. Auf dem Rückweg zum Hotel konnten wir am Ufer noch das warme Licht der untergehenden Sonne mitnehmen und die Stockholm-typische Uferpromenade ablichten. Auch wenn die Zeit bis zur Abfahrt unseres Zuges zugegeben extrem knapp war, wollten wir es uns nicht nehmen lassen, noch ein paar Bilder von Stockholm bei Nacht zu machen. Also Sachen aus dem Hotel geholt und auf dem Weg zum Bahnhof diese Säule gefunden. Das Bild habe ich so aufgebaut, dass ich einen von den Brunnen in den Vordergrund genommen habe und die Säule in die Mitte gesetzt. Damit erhalten wir einen schönen symmetrischen Vordergrund, da die Säule von allen Seiten von den kleinen Brunnen umgeben ist. Aber irgendwie fehlt mir bei dem Bild einfach etwas. Ah ja, ich weiß. Ja, das ist klasse. Jetzt läuft's. Sowas macht man nicht, Papa. Warum nicht? Das ist doof, Papa. Okay, dieser Logik habe ich nichts entgegenzubringen. Aber Spaß beiseite. Für mich funktioniert das Bild so nicht. Der ganze Bereich oben links ist komplett schwarz und ohne Interesse. Das Gebäude rechts nimmt mir zu viel Gewicht ein, ohne dass ein passendes Gegengewicht vorhanden ist. Deswegen habe ich das Bild nochmal horizontal geschossen, um den schwarzen Bereich etwas zu verkleinern und die Gebäude links auch noch mit draufzunehmen. So gefällt mir das dann doch gleich etwas besser.
Solltet ihr mal in Stockholm sein und diese Säule fotografieren wollen, macht nicht den gleichen Fehler wie ich und kommt nachts dahin, sondern nutzt die blaue Stunde. Dann habt ihr noch etwas Zeichnung im Himmel. Das würde dem Bild aus meiner Sicht gut tun. Ganz unzufrieden musste ich Stockholm dann doch nicht verlassen, denn mein letztes Bild sollte auch mein bestes werden. Danach ging es aber auch fix in den Nachtzug, der uns die letzten 1500 Kilometer bis nach Abisko fahren sollte. In dem Maße, wie sich die Landschaft um uns herum veränderte, nahm auch unsere Vorfreude zu und unsere Hoffnung, unseren Traum wahr werden zu lassen. Einmal im Leben die Nordlichter zu sehen. Ob sich dieser Traum erfüllt, das seht ihr in der nächsten Folge von unserer Reise in den Süden der Arktis. Soll ich ein bisschen Staunen dabei? Ja. Hä? Ja. Das ist übertrieben. Mal zu. Sieht aus. Ja, komplett.